Hallo und herzlich willkommen zu Gesunde Gewohnheiten, dem Podcast, der dir hilft, ein gesünderes Leben zu führen. Heute sprechen wir über kleine Veränderungen mit großer Wirkung. Abonniere uns und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Schön, dass du dabei bist bei Gesunde Gewohnheiten. Wir zeigen dir, wie du mit einfachen Tipps deinen Alltag gesünder gestalten kannst. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Lasst uns über tägliche Routinen sprechen. Es ist spannend zu sehen, wie unterschiedlich der Tagesablauf sein kann. Was machst du morgens als erstes? Ich stehe normalerweise um 7 Uhr auf. Dann mache ich mir einen Kaffee und frühstücke. Was ist mit dir? Hast du eine feste Morgenroutine? Ja, meistens. Ich starte den Tag mit Yoga oder einer kurzen Meditation. Danach frühstücke ich und bereite mich auf den Arbeitstag vor. Was findest du am Morgen besonders wichtig? Für mich ist es wichtig, in Ruhe zu frühstücken. Es gibt mir die Energie für den Tag. Wie sieht dein Vormittag aus? Nach dem Frühstück arbeite ich meist an meinen Projekten. Ich versuche, die wichtigsten Aufgaben am Vormittag zu erledigen. Hast du auch eine bestimmte Struktur am Vormittag? Ja, ich beginne mit E-Mails und plane dann den Tag. Danach konzentriere ich mich auf wichtige Aufgaben. Wie gestaltest du deine Pausen? Ich mache kurze Pausen, um frische Luft zu schnappen oder einen kleinen Spaziergang zu machen. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Was machst du in deinen Pausen? Ich trinke gern einen Tee oder rede kurz mit Kollegen. Nachmittags sind Meetings oft unvermeidlich. Wie gehst du mit der Nachmittagsmüdigkeit um? Ich finde es hilfreich, eine kleine Zwischenmahlzeit zu essen oder einen kurzen Spaziergang zu machen. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Wie verbringst du deinen Feierabend? Ich versuche, nach der Arbeit zu entspannen. Manchmal gehe ich joggen oder lese ein gutes Buch. Wie schaltest du nach einem langen Tag ab? Ich koche gern etwas Leckeres und schaue eine Serie oder lese. Es hilft, den Tag in Ruhe ausklingen zu lassen. Hast du Rituale, die dir beim Abschalten helfen? Ja, ich höre oft Musik oder mache ein paar Dehnübungen. Es hilft mir, den Stress des Tages loszulassen. Was ist dir besonders wichtig in deiner täglichen Routine? Mir ist es wichtig, Zeit für mich selbst zu haben und einen Ausgleich zur Arbeit zu finden. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es etwas, worauf du nicht verzichten möchtest? Auf jeden Fall. Ich brauche meine Zeit für Sport und Entspannung. Das hält mich im Gleichgewicht. Was würdest du jemandem raten, der seine Routine verbessern möchte? Ich würde vorschlagen, kleine Änderungen vorzunehmen und auf sich selbst zu hören. Es ist wichtig, Routinen zu finden, die zu einem passen. Was denkst du darüber? Ich stimme zu. Jeder sollte herausfinden, was am besten funktioniert. Kleine Schritte können einen großen Unterschied machen. Hast du noch Tipps für unsere Zuhörer? Ja, probiert verschiedene Routinen aus. Seid flexibel und passt euch an, wenn sich die Umstände ändern. Manchmal hilft es einfach mal etwas Neues auszuprobieren.
Nachdem wir über Routinen gesprochen haben, lass uns über gesunde und ungesunde Gewohnheiten reden. Was denkst du, macht eine Gewohnheit gesund? Ich denke, eine gesunde Gewohnheit fördert unser Wohlbefinden. Regelmäßiger Sport, ausgewogene Ernährung und genug Schlaf sind wichtig. Hast du ungesunde Gewohnheiten? Manchmal erwische ich mich dabei, zu viel Zeit am Handy zu verbringen. Das ist nicht gut für meine Augen und Konzentration. Was ist mit dir? Ich nasche abends oft vor dem Fernseher. Das ist nicht ideal, weil es leicht zu viel wird. Wie schaffst du es, gesunde Gewohnheiten zu pflegen? Ich versuche, bewusst Pausen zu machen und regelmäßig Wasser zu trinken. Kleine Schritte helfen, gesündere Routinen zu entwickeln. Hast du Tipps dazu? Ja, es hilft, feste Zeiten für Aktivitäten einzuplanen, etwa für Sport oder Entspannung. So wird es leichter, sie in den Alltag zu integrieren. Was hältst du davon? Das klingt sinnvoll. Was ist mit Stress? Wie gehst du damit um ungesunde Reaktionen zu vermeiden? Ich mache Atemübungen oder gehe spazieren, wenn ich gestresst bin. Das hilft mir, einen klaren Kopf zu bekommen. Wie ist das bei dir? Ich mache abends oft Yoga, um zur Ruhe zu kommen. Es ist eine gute Möglichkeit, den Stress des Tages abzubauen. Denkst du, dass man auch ungesunde Gewohnheiten hat, ohne es zu merken? Sicher, manche Angewohnheiten wie ständiges Sitzen oder unregelmäßiges Essen bemerkt man oft nicht. Wie kann man das verändern? Bewusstsein ist der erste Schritt. Ein Tagebuch führen kann helfen, Muster zu erkennen und gezielt zu ändern. Was hat dir geholfen, schlechte Gewohnheiten abzulegen? Ich habe angefangen, kleine Ziele zu setzen und mich regelmäßig zu belohnen, wenn ich sie erreiche. Das motiviert mich. Was ist dein größtes Gesundheitsziel? Ich möchte mehr auf meine Ernährung achten und regelmäßig Bewegung in meinen Alltag integrieren. Hast du ein langfristiges Ziel? Ja, ich möchte lernen, besser mit Stress umzugehen und eine gesunde Balance zu finden. Was würdest du jemandem empfehlen, der seine Gewohnheiten ändern will? Fang klein an und sei geduldig. Veränderungen brauchen Zeit und such dir Unterstützung, wenn du sie brauchst. Was denkst du darüber? Ich stimme zu. Geduld ist wichtig. Es ist auch hilfreich, sich mit anderen auszutauschen und gemeinsam motiviert zu bleiben. Hast du noch einen letzten Tipp? Ja, sei offen für Neues und probiere verschiedene Ansätze aus. Manchmal kann eine kleine Änderung einen großen Unterschied machen. Wie siehst du das? Absolut. Flexibilität und Offenheit sind Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Es ist wichtig, auf sich selbst zu hören und sich nicht zu überfordern. Welche gesunde Gewohnheit möchtest du in deinem Alltag integrieren, um dein Wohlbefinden zu verbessern? Nachdem wir über gesunde und ungesunde Gewohnheiten gesprochen haben, interessiert mich, was dich motiviert, an deinen Zielen zu arbeiten. Gute Frage. Mich motiviert der Gedanke, dass ich mich besser fühle, wenn ich meine Ziele erreiche. Es gibt mir ein Gefühl von Erfolg. Was ist deine Motivation? Für mich ist es wichtig, dass ich meine eigene Entwicklung sehe.
Auch die Unterstützung von Freunden und Familie gibt mir Antrieb. Hast du ein konkretes Ziel im Kopf? Ja, ich möchte gerne mehr Sport machen und fitter werden. Es ist nicht immer leicht, aber ich halte mir vor Augen, wie gut es mir nach dem Training geht. Und du? Ich möchte mehr lesen und weniger Zeit am Handy verbringen. Es hilft mir, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wie behältst du deine Ziele im Blick? Ich schreibe meine Ziele auf und hänge sie sichtbar auf. So vergesse ich sie nicht und bleibe motiviert. Was machst du, um nicht den Fokus zu verlieren? Ich belohne mich nach kleinen Erfolgen. Das kann ein Spaziergang oder ein leckeres Essen sein. Was machst du, wenn du mal keine Lust hast? Dann erinnere ich mich daran, warum ich angefangen habe. Manchmal hilft es, einfach anzufangen, und dann kommt die Motivation von selbst. Wie motivierst du dich an schlechten Tagen? Musik hören oder mit Freunden reden hilft mir oft, wieder in Schwung zu kommen. Welche Rolle spielt das Umfeld für deine Motivation? Eine große. Freunde, die ähnliche Ziele haben, motivieren mich zusätzlich. Wir unterstützen uns gegenseitig. Hast du auch solche Unterstützung? Ja, meine Familie ist ein großer Rückhalt. Es tut gut zu wissen, dass jemand an einen glaubt. Was tust du, wenn du dein Ziel erreicht hast? Ich feiere den Erfolg und setze mir dann ein neues Ziel. Das hält mich in Bewegung. Was machst du nach einem erreichten Ziel? Ich gönne mir eine kleine Pause, um die Erfolge zu genießen, bevor ich das nächste Ziel angehe. Was würdest du jemandem raten, der oft die Motivation verliert? Klein anfangen und sich realistische Ziele setzen. Auch Pausen sind wichtig, um nicht auszubrennen. Was denkst du darüber? Ich stimme zu, es ist wichtig, sich selbst nicht zu überfordern und geduldig zu sein. Jeder Schritt zählt. Hast du noch einen letzten Tipp zur Motivation? Ja, erinnere dich daran, warum du das Ziel erreichen möchtest. Das Warum ist oft der stärkste Antrieb. Und du? Glaube an dich selbst und sei offen für Veränderungen. Manchmal ist der Weg das Ziel. Was motiviert dich, an deinen Zielen zu arbeiten und welche Unterstützung hilft dir dabei, fokussiert zu bleiben? Nach unserem Gespräch über Motivation denke ich, dass kleine Veränderungen im Alltag helfen können, unsere Ziele zu erreichen. Was meinst du dazu? Absolut. Kleine Veränderungen sind oft leichter umzusetzen und können mit der Zeit eine große Wirkung haben. Hast du schon eine Idee, welche Änderungen du angehen möchtest? Ich habe überlegt, früher aufzustehen, um den Tag entspannter zu beginnen. Es klingt simpel, aber es könnte meinen ganzen Tag positiv beeinflussen. Was hast du im Kopf? Ich möchte meine Ernährung schrittweise verbessern. Zum Beispiel mehr Gemüse in meine Mahlzeiten integrieren. Kleine Anpassungen, die langfristig helfen. Wie planst du solche Veränderungen? Ich mache eine Liste mit kleinen Schritten und arbeite sie nach und nach ab. So bleibt es überschaubar und ich verliere nicht den Überblick. Was ist dein Ansatz? Ich versuche, eine neue Gewohnheit mit einer bestehenden zu verknüpfen. So fällt es mir leichter, sie in meinen Alltag zu integrieren. Hast du schon Erfahrungen damit?
Ja, ich höre jetzt beim Spazierengehen Hörbücher. So verbinde ich Bewegung mit etwas, das mir Spaß macht. Welche Herausforderungen siehst du bei kleinen Veränderungen? Manchmal unterschätzt man die Zeit, die es braucht, bis sich eine neue Gewohnheit etabliert. Geduld ist wichtig. Wie bleibst du dran, wenn es schwierig wird? Ich erinnere mich daran, warum ich die Veränderung wollte und gönne mir kleine Belohnungen für Fortschritte. Was machst du, wenn du ins Stocken gerätst? Ich suche nach neuen Wegen, um die Motivation zurückzuholen. Manchmal hilft es, die Routine leicht anzupassen oder eine Pause einzulegen. Welche Rolle spielt die Planung für dich? Eine große. Ohne Planung verliere ich schnell den Fokus. Ein Wochenplan kann helfen, um den Überblick zu behalten. Wie planst du deine Woche? Ich nutze einen Kalender, um feste Zeiten für neue Gewohnheiten einzuplanen. So werden sie Teil meines Alltags. Welche Tipps hast du für jemanden, der Schwierigkeiten hat, Veränderungen umzusetzen? Anfangen mit nur einer kleinen Änderung und diese konsequent umsetzen. Es ist besser, langsam voranzukommen, als gar nicht. Hast du noch einen Tipp? Sich mit Menschen umgeben, die ähnliche Ziele haben. Der Austausch kann motivieren und inspirieren. Welche kleinen Veränderungen haben bei dir schon große Wirkung gezeigt? Weniger Zeit am Handy zu verbringen hat mir geholfen, mich besser zu konzentrieren und mehr zu lesen. Welche Veränderung hat bei dir am meisten bewirkt? Mehr Wasser zu trinken. Es klingt banal, aber es hat mein Wohlbefinden deutlich verbessert. Es sind oft die kleinen Dinge, die zählen, oder? Genau. Kleine Veränderungen summieren sich und führen zu großen Ergebnissen. Jeder Schritt bringt uns näher an unsere Ziele. Vielen Dank, dass ihr uns durch diese Reise der kleinen Veränderungen begleitet habt. Wir hoffen, dass unsere Tipps euch inspiriert haben. Teilt in den Kommentaren eure Erfahrungen und welche Veränderungen ihr plant. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like dazulassen. So verpasst ihr keine neuen Folgen. Wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bleibt motiviert und macht weiter so. Die Gewohnheit. Eine Gewohnheit ist etwas, das man regelmäßig tut. Gewohnheiten können positiv oder negativ sein. Der Antrieb. Antrieb ist eine innere Kraft, die uns motiviert, etwas zu tun. Ohne Antrieb fällt es schwer, Ziele zu erreichen. Der Rückhalt. Rückhalt bedeutet Unterstützung oder Hilfe durch andere. Familie und Freunde können ein wichtiger Rückhalt sein. Die Anpassung. Anpassung ist die Veränderung oder Anpassung an neue Bedingungen. Kleine Anpassungen im Alltag können große Auswirkungen haben. Die Herausforderung. Eine Herausforderung ist eine schwierige Aufgabe, die Anstrengung erfordert. Herausforderungen können helfen, unsere Fähigkeiten zu verbessern.